Warum schaffen es die meisten Menschen nicht, ein Vermögen aufzubauen bzw. finanzielle Freiheit zu erreichen? Wieso hast du es noch nicht geschafft? Ich habe mit hunderten Leuten gesprochen und es ist immer das gleiche Problem. Diese eine Sache machen fast alle falsch. Und sobald du das begreifst, wird sich alles ändern. Und ja, ich übertreibe jetzt nicht, es wird sich wirklich viel ändern. Ich selbst habe diese Veränderung durchgemacht. Das ist jetzt wahrscheinlich eines der ehrlichsten Videos, die du zu dem Thema bekommst. Und ich selbst habe lange gebraucht, um diese Erkenntnis zu bekommen. Ich habe keine Familie mit finanziellem Background, niemand hat mir das beigebracht, ich musste den ganzen Weg alleine gehen. Aber vielleicht hilft es dir, wenn du weißt, ich bin ein komplett normaler Typ, habe eine komplett normale Ausbildung gemacht und habe es trotzdem geschafft. Aber was ist jetzt die eine Sache, die die meisten falsch machen? Die Leute wollen alle mehr, sie sind aber nicht bereit, mehr zu leisten, beziehungsweise sie sind nicht bereit, andere Dinge zu tun. Aber was meine ich jetzt damit? Schauen wir uns einfach einmal die Zahlen, Daten und Fakten dazu an. Hier sieht man, wie viel Vermögen die Durchschnittsbürger haben. Und in Deutschland und in Österreich sind wir bei einem durchschnittlichen Vermögen von ca. 65.000 Euro pro Person. Und ich glaube, mit dem Wert kann man nicht davon reden, dass man in irgendeiner Form finanziell unabhängig ist. Das durchschnittliche Bruttogehalt liegt bei 3.600 Euro. Das sind zwar Zahlen aus 2023, aber die sind immer noch sehr repräsentativ. Und netto bleibt dann natürlich deutlich weniger übrig. Und auch wenn wir einen Blick auf die Sparquote werfen, ist die im deutschen Raum einfach extrem niedrig, bei ca. 10%. Und eben mit dem geringen Einkommen und mit der geringen Sparquote ist es extrem schwierig, ein Vermögen aufzubauen. Das größte Problem ist dann, wenn man etwas übrig hat und das dann investiert und spart, dann nimmt man die schlimmsten Anlagemethoden. 42% lassen das Geld einfach auf dem Girokonto. 35% nutzen immerhin ein Sparbuch, ist aber auch nicht viel besser. Und an Platz 3 und 4 sind dann Renten- und Kapitallebensversicherung und der Bausparer, die de facto auch nichts abwerfen. Und das Kapital ist ewig gebunden, man ist null flexibel und gar nichts. Und erst danach kommen die spannenden Anlageprodukte, Immobilien, Aktien, Fonds, Wertpapiere und so weiter. Aber der Großteil spart in Produkten, die nichts abwerfen oder sogar ständig an Wert verlieren. Wenn man jetzt was aufbauen will, muss man Dinge anders machen. Und genauso habe ich das auch gemacht. Ich bin damals Gott sei Dank schon mit 20 draufgekommen, dass man sich um die Finanzen selbst kümmern muss. Habe extrem viele Fehler gemacht, habe sehr viel Geld verloren. Aber es hat dann im Endeffekt funktioniert. Man muss jetzt auch anders machen als die Masse. Man muss entweder bereit sein, mehr zu leisten, ja, da kann man am Wochenende arbeiten gehen und so weiter, das ist aber auch nicht Sinn und Zweck der Sache, oder man muss eben andere Dinge machen als die Masse. Und wenn man in Werte investiert, die im Wert steigen, kann man auch mit relativ wenig Kapital deutlich mehr erreichen. Und das nächste Problem ist dann, die Leute haben eine komplett falsche Erwartungshaltung, auch durch Social Media getrieben. Sie glauben dann, wenn man investiert, ist das ein relativ gerader Weg, es geht eigentlich jedes Jahr bergauf und man kann quasi aus 1.000 Euro 1 Million machen, innerhalb kurzer Zeit. Die meisten Leute wollen schnell reich werden mit wenig Aufwand, aber da werden sie meistens nur schnell arm. Ganz ehrlich, Kapitalaufbau ist möglich, es ist aber nicht einfach, es ist harte Arbeit, man muss sich damit beschäftigen, aber es ist möglich. Und ich selbst betreibe Kapitalaufbau primär mit Kryptowährungen, aber habe auch andere Assets, also Diversifikation ist natürlich wichtig. Die Realität schaut eben so aus. Das ist kein gerader Weg nach oben, der ständig steigt, sondern du gehst durch extrem viele Höhen und Tiefen. Du fängst an, es funktioniert sehr gut, dann geht der Preis nach unten, du gehst durch das Tal der Tränen, der Preis steigt vielleicht wieder an, dann kommt sowas wie ein Bärenmarkt, dann ist monatelang einmal der Preis im Keller, du bist mit dem Portfolio im Minus, du musst das emotional aushalten, du musst deine Emotionen kontrollieren. Dann kommen so Sachen wie Hacks und Scams, Betrugsgeschichten dazu. Nach einigen Jahren und einigen Fehlschlägen und sehr viel Lehrgeld, das man zahlt, hat man es dann irgendwann raus, dann hat man das Verständnis und dann weiß man, wie es funktioniert. Und ich bin ganz ehrlich, das ist immer so, dass man zuerst auch ein bisschen Geld verliert, man muss Zeit investieren und erst danach funktioniert dann das. Die Illusion, dass es von Tag 1 bergauf geht und nur eine Richtung kennt, das ist Blödsinn. Rendite kommt eben von Risiko. Wenn man nicht bereit ist, ein Risiko einzugehen, dann muss man das machen, was die Masse macht. Und die Masse hat eben kein Vermögen. Und es geht hier gar nicht um Reichtum, sondern einfach in der Rente auch seinen Lebensstandard zu erhalten können. Und ich persönlich habe diese Reise 100%ig so durchgemacht, habe fast alle Fehler erlebt und habe über 40.000 Euro verloren. Habe aber Gott sei Dank sehr viele kluge Entscheidungen getroffen, bin dran geblieben, mache das über 9 Jahre jetzt schon und konnte mir so ein 6-stelliges Vermögen aufbauen. Und weil du dir jetzt wahrscheinlich denkst, ja Andi, auch ich will es anders machen, ich will nicht so wie die Masse enden, aber wie soll ich jetzt konkret anfangen? Und genau deswegen nehme ich mir die Zeit und mache nächsten Donnerstag, den 20. August, einen Workshop um 19 Uhr und zeige dir mein System, wie ich das geschafft habe, Schritt für Schritt. Die Volatilität wird natürlich immer wieder geben. Es geht bergauf und bergab, aber ich zeige dir, wie du die ganzen Sackgassen vermeidest, wie du die Betrugsgeschichten vermeidest, wie du so wenig Geld wie möglich verlierst und vor allem, wie du dein Kapital einfach anwachsen lässt. Dazu habe ich einfach ein 3-Stufen-System entwickelt, das man einmal einrichtet und dann läuft es automatisiert mit maximal 1 Stunde pro Woche. Weil wir investieren im Prinzip, damit wir mehr Zeit für die wichtigen Dinge im Leben haben. Freunde, Familie und die eigenen Interessen. Also ich zeige dir einfach mein System, wie man Wachstum, Rendite und Cashflow unter einem Hut bringt und somit eben langfristig das Vermögen konstant wachsen lässt. Natürlich gibt es auch immer wieder Tiefphasen, aber ich habe extra auch eine Cashflow-Säule eingebaut, die dir in jeder Phase einen stabilen Cashflow bietet, der eben nicht von der Volatilität und von Preisanstiegen abhängt.
Und genau dieses System zeige ich dir wirklich Schritt für Schritt und in der Praxis. Also ich zeige dir wirklich die Strategie dahinter, welche Plattformen ich nutze und wie ich das genau mache. Also wenn du bereit bist, 1,5 Stunden zu investieren, dann zeige ich dir Möglichkeiten, die du wahrscheinlich noch nicht kennst, und vor allem die Umsetzung ist deutlich einfacher, als du glaubst. Du brauchst keine Vorkenntnisse und das Ganze ist für jeden umsetzbar. Also wenn du Lust auf den Workshop hast nächste Woche, dann packe ich den Link unten rein. Du kannst dich kostenlos dafür anmelden, es kostet dich keinen Cent. Und ich weiß, was du jetzt wahrscheinlich denkst, das ist eine reine Verkaufsveranstaltung. Nein, natürlich am Ende gibt es ein Angebot von mir, wie du viel schneller und viel kompakter mit meiner Hilfe an dieses Ziel dann kommst. Aber ich zeige dir im Workshop alles, dass du das auch alleine machen könntest. Die Entscheidung liegt dann bei dir, ob du die Abkürzung willst oder den steinigen Weg selbst gehst. Und wenn du bereit bist, es anders zu machen wie die Masse, dann wirst du sehen, mit etwas Zeit und Geldeinsatz wirst du da auch ans Ziel kommen. Lass mich gerne deine Meinung dazu in den Kommentaren wissen und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche im Workshop sehen.